Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, und in diesem Video erfährst du, wie du einen Job in der Schweiz findest, wo du einen Job findest und was du dabei beachten musst. Mein Name ist Roman, ich bin 2019 in die Schweiz ausgewandert und auf diesem Kanal helfe ich Menschen bei ihrer Auswanderung. Wenn dir das Video gefällt, lass mir gerne ein Like da und abonniere kostenlos unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Zuallererst das Wichtigste ist: Komm in die Schweiz mit einem Job. Das kann ich dir nur raten, denn es ist wirklich teuer, das Leben in der Schweiz. Wenn du nicht schon in der Schweiz bist, ist es sehr teuer, hier zu leben. Das heißt, dein Erspartes ist schneller weg, als du gucken kannst. Deswegen würde ich dir nicht raten, den Schritt in die Schweiz zu machen ohne genug Vermögen. Und da spreche ich auf jeden Fall von 10.000 Franken aufwärts oder Euro, die du bereits gespart haben solltest. Du musst immer gegenrechnen, deine laufenden Kosten, die sind in der Schweiz, liegen die monatlich bei 2.500 bis 3.000 Franken, je nachdem, wo du wohnst. Also kannst du dir ausrechnen, anhand deines Ersparten, wie lange du hier ungefähr leben kannst, ohne zu arbeiten. Oft kann es bis zu einem halben Jahr dauern oder ein Jahr dauern, bis du einen Job gefunden hast, und nicht selten schreibst du bis zu 100 Bewerbungen. Der Markt ist international gesucht, es kommen sehr viele Leute in die Schweiz, es wollen sehr viele Leute hier arbeiten, weil natürlich das Arbeiten schöner ist, man verdient mehr Geld und es gibt viele weitere Vorteile. Daher hast du jetzt mal eine kleine Referenz, wie viele Bewerbungen du ungefähr schreiben musst und wie viel Geld du ungefähr brauchst. Als deutscher Staatsbürger benötigst du keine Arbeitserlaubnis in der Schweiz. Das heißt, jeder Deutsche darf sich in der Schweiz Arbeit suchen, und wenn er eine Anstellung gefunden hat, kann er auch hierher zügeln, also umziehen. Oder wenn du noch keine Anstellung gefunden hast, kannst du auch hier umziehen. Dafür gibt es gewisse Aufenthaltsbewilligungen. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht und das verlinke ich dir hier oben unter dem i. Da kannst du mal schauen. Wenn du dann eine Arbeit gefunden hast, dann beantragst du einfach deine Aufenthaltsbewilligung, und das ist auch kein Hexenwerk, das geht wirklich schnell. Und dann suchst du dir eine Wohnung. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, verlinke ich dir auch hier oben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Okay, was ist jetzt mit der Bewerbung? Wie sieht die aus in der Schweiz und was gibt es da zu beachten? Die Bewerbungsunterlagen umfassen hier ein Anschreiben oder ein Motivationsschreiben, Kopien aller Zeugnisse, Diplome, Weiterbildungen, was ihr so gemacht habt, und ein Lebenslauf in tabellarischer Form. Das Ganze sollte nicht länger als 2 Seiten haben. Und es wird auch sehr viel Wert gelegt auf Referenzen. Das ist auch sehr wichtig. Also ihr könnt gewisse Personen als eine Referenz angeben, oder oft wird auch euer voriger Arbeitgeber angerufen und um deren Feedback gebeten, was für eine Person du bist, wie ist dein Arbeitsverhalten, bist du ein sehr produktiver Mensch, was hast du dir so erlaubt im Unternehmen, hast du immer für das Unternehmen gearbeitet. Also, wenn ihr eine Referenz angebt, dann informiert die auf jeden Fall auch, dass sie eventuell angerufen werden könnte. Und von all den Leuten, die wir bisher so kennengelernt haben, beraten haben und so, war es auch wirklich so, dass die Referenz angerufen wurde. Daher ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn du jetzt nicht weißt, wie du eine Bewerbung zu schreiben hast und worauf du dabei achten musst und so, da habe ich ein Video gemacht, ganz ausführlich. Da habe ich euch einen kompletten Guide erstellt, wie ihr das macht. Das ist auch wieder hier oben unter dem i verlinkt. Könnt ihr mal schauen. Wichtig auch noch für euch, eine kleine Sache: In der Schweiz gibt es keinen SZ. Das heißt, wenn ihr eure Bewerbung schreibt, dann könnt ihr gern immer Doppel-S benutzen und nicht das SZ. Den Buchstaben gibt es auf einer Schweizer Tastatur nicht. Bei mir kann ich euch auch sagen, es war so, dass ich wirklich getestet wurde. Ich wurde zum Gespräch eingeladen, dann habe ich Probe gearbeitet. Dort wurde ich natürlich in alle möglichen Abteilungen geschickt. Und die Mitarbeiter haben mich auch beguckt und bewertet und ihr Feedback abgegeben. Es wird vor allen Dingen sehr viel Wert auf Feedback gelegt in der Schweiz. Das heißt, verhaltet euch gut. Es ist ja eigentlich logisch und so muss man ja eigentlich nicht sagen, aber nur damit ihr wisst, die Mitarbeiter sind das Wichtigste im Unternehmen und auf deren Meinung wird hier auch sehr viel Wert gelegt. Als nächstes kommen wir mal zu ein paar wichtigen Fakten bei der Stellensuche, und da ist es hier natürlich so, dass mehr Wert gelegt wird auf eine abgeschlossene Berufsausbildung, auf ein abgeschlossenes Studium. Vor allen Dingen Studien sind hier sehr, sehr anerkannt, und es ist jede Diplom, Zertifikat und Zettelchen, was ihr so habt, sind hier mehr anerkannt. Das ist natürlich logisch und wichtig, das finde ich auch gut so, weil dann hat alles Hand und Fuß.
Ihr könnt nicht einfach sagen, ja, ihr seid Profi in dem Gebiet und so, sondern es muss alles mit einem Zertifikat belegt sein. Dann werden Stellenangebote hier grundsätzlich im Prozent angegeben. Das heißt, 100% Stelle bedeutet Minimum 42 Stunden Arbeitswoche. Es gibt auch Unternehmen, die arbeiten 40 Stunden, gibt welche 50 Stunden arbeiten müssen und so weiter. Es kommt ganz auf die Unternehmensstruktur an und ja, den Betrieb an sich, wie die das so handhaben. Suchst du jetzt eine 80% Stelle, dann arbeitest du 35 Stunden, 50% und so weiter. Dann kann ich euch sagen, wenn du auf Geld verzichten kannst und dir das nicht so wichtig ist, dann kannst du in der Schweiz sehr flexible Arbeitsmodelle fahren. Und wenn du mit einem Partner hier bist, der zum Beispiel ja, auch arbeitet und ihr habt keine Kinder oder so, dann würde es hier teilweise sogar reichen, wenn ihr nur 2 Tage die Woche arbeiten geht, vielleicht 3 Tage die Woche und ihr zusammen mit einem Gehalt ja, in der Schweiz dann lebt. Also könnt ihr hier wirklich, ja, wenn ihr nicht so auf Kohle aus seid, wirklich entspannt leben. Auch lohnt es sich eventuell für euch Grenzgänger zu bleiben. Das bedeutet, dass ihr in Deutschland wohnen bleibt und in die Schweiz pendelt und wieder zurück. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Natürlich oben im i verlinkt, könnt ihr auch wieder schauen. Ja, müsst ihr dann mal für euch entscheiden und durchrechnen. Wichtig ist, in der Schweiz gibt es nur 4 Wochen Mindesturlaub, also 20 Tage. Die meisten Betriebe geben euch aber 25 Tage und oft häuft ihr Überstunden an, die ihr dann abbauen könnt. Aber ja, das ist eigentlich nur ein 1:1 Tausch, das lohnt sich nicht so. Also ihr müsst wissen, es gibt im Schnitt nur 25 Urlaubstage und ihr arbeitet mehr. Außerdem gibt es weniger Feiertage als in Deutschland. Das heißt, grundsätzlich arbeitet ihr in der Schweiz mehr. Der Schweizer nennt es übrigens immer Ferien, er nennt es nicht Urlaub. Nur damit ihr wisst, wenn er sagt in den Ferien, er redet nicht von seinen Kindern oder so, sondern in den Ferien seid ihr dann. In der Schweiz herrscht ein deutlich geringerer Kündigungsschutz. Das ist wichtig und vor allen Dingen auch innerhalb der nächsten Jahre wird der nicht wirklich besser. Das heißt, ihr seid jetzt seit 20 Jahren im Betrieb und ihr könnt immer noch nach 1 bis 3 Monaten gekündigt werden. Das muss man einfach wissen. Dann ist es so, dass die Probezeit in der Schweiz ungefähr 3 Monate dauert und da sind auch 7 Tage Kündigungsfrist. Das heißt also, ihr seid nicht so sicher, wie man denkt oder man ist nicht so sicher wie in Deutschland. Das heißt, man muss immer gut mit seinem Geld wirtschaften, man muss sich Kapital aufbauen, man muss was beiseite haben. Ja, kann ich euch nur ans Herz legen, das ist das A und O, weil wenn ihr ja die sogenannte Lifestyle-Inflation lebt, ja, und ihr verdient jetzt auf einmal 10.000 im Monat und jetzt schraubt ihr euren Lebensstandard hoch auf 5, 6, 7.000 Ausgaben im Monat und ihr verliert euren Job, dann seid ihr ganz, ganz schnell verschuldet. Also seid da wirklich vorsichtig und ja, eignet euch einen finanziellen Puffer an. Was auch noch wichtig ist, die Schweiz ist ein sehr progressiv denkendes Land. Sie wollen vorankommen, sie sind Vorreiter an vielen Dingen und sie sind natürlich Weltspitze im Lebensstandard und überall. Und das nicht ohne Grund, denn es herrscht ständige Entwicklung. Das heißt, auch du als Person, egal wie alt du bist, das ist ganz, ganz wichtig, es sind immer Weiterbildungen angesehen, es ist immer wichtig, sich weiterzubilden, ja, Fortschritte zu machen in seinem Beruf und neue Fähigkeiten dazu zu lernen. Das ist hier in der Schweiz natürlich auch sehr, sehr hoch angesehen. Dazu kommt leider immer noch, dass Männer meistens mehr verdienen als Frauen. Also das Gehaltsgefälle ist auch hier vorhanden, was natürlich sehr, sehr schade ist und was in Zukunft hoffentlich geändert wird. Das müsst ihr wissen. Und oft herrschen noch Modelle vor, dass sobald Kinder vorhanden sind, die Frau oft nicht mehr arbeiten geht und nur der Mann arbeiten geht. Und ja, daher alle dann von dem Gehalt des Mannes leben. Wo findet ihr jetzt Jobs? Da würde ich euch empfehlen, schaut mal auf unsere Webseite reisegedanken.com in den Artikel Jobs in der Schweiz finden. Da haben wir euch alle nötigen Jobportale aufgeführt. Zum Beispiel gibt es jobs.ch, Jobscout24, monster.ch, jobagent.ch, topjobs.ch, unzählige mehr. Und wir haben euch vor allen Dingen auch Stellenangebote für fachspezifische Berufsgruppen aufgeführt. Und da schaut da gerne mal rein. Was für viele vielleicht auch eine Sache ist, die ihr schon nutzen könnt aus Deutschland heraus, sind Arbeitsvermittlungen in der Schweiz. Da gibt es auch wieder einige Portale, die sich darauf spezialisiert haben und die können euch bereits helfen, auch wenn ihr noch in Deutschland seid.
Also ihr beauftragt die einfach und die suchen für euch einen Job in der Schweiz, sogenannte Headhunter, vermitteln euch an die Unternehmen. Das finde ich eigentlich ziemlich gut, denn es nimmt einiges an Stress ab. Testet das einfach mal aus. Natürlich kostet das ein bisschen Geld und so weiter, da müsst ihr mal gucken. Aber wenn ihr euch das schwer tut mit dem Connecten und dem Finden, ist das vielleicht eine Option für euch. Da haben wir euch auch wieder die Links reingepackt auf der Webseite. Aber am bei arbeit.swiss, Adecco, Manpower, AVG, Seco, das sind alles Arbeitsvermittler, private Arbeitsvermittler. Da könnt ihr mal reinschauen und euch informieren. Grundsätzlich nochmal für euch kurz zusammengefasst. Es ist ein hart umkämpfter Markt in der Schweiz. Es werden international Leute gesucht, international kommen Leute an. Ihr schreibt teilweise bis zu 100 Bewerbungen. Das Ganze lohnt sich, wenn ihr einmal hier seid. Ihr verdient im Schnitt das 2,5-fache mehr als in Deutschland. Wenn ihr sogar noch das Ost-West-Gefälle habt, was in Deutschland immer noch existiert, dann verdient ihr teilweise das 4-fache in der Schweiz. Also es lohnt sich. Legt euch da einen Plan zurecht. Manchmal braucht es einfach eine Weile, es braucht ein paar Monate, vielleicht auch ein paar Jahre, das Ganze zu planen. Ich habe euch auch ein Video gemacht, was es alles für Jobs in der Schweiz braucht, was hier gesucht wird, medizinisches Personal, Handwerksberufe und so. Da gibt es einiges. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer Jobsuche. Kommt auch gerne in unsere Facebook-Gruppe Auswandern Schweiz. Diese wächst täglich an und dort klären wir alle Fragen. Wir sind da für euch, die Mitglieder sind da für euch und wir finden gemeinsam den besten Weg, damit ihr euren Traum in der Schweiz leben könnt. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Auch könnt ihr unseren Kanal hier kostenlos abonnieren. Und hier oben verlinke ich euch weitere spannende Videos über die Schweiz und über das Auswandern. Danke, dass ihr da wart. Viel Spaß und ciao, bis bald.